Hi, ich bin Steffen aus der Qualitätssicherung von CSL und ich möchte heute zeigen, wie man vor dem Versand seine Grafikkarte sichern kann. Anti-Sag Brackets sind nicht für die Transportsicherung geeignet. Diese sind meistens aus Plexiglas oder Metall und sitzen unter der Grafikkarte und unterstützen diese hier hinten, damit sie nicht über die Zeit absackt. Der beste Punkt zum Sichern der Karte ist von der Front aus gesehen hinter dem PCI-Stromversorgungskabel. Wir sichern die Grafikkarte von unten und von oben ab, damit sie sich nicht bewegen kann. Das tun wir mit solchen Kabelbindern, die sind 75 cm lang. Beim Festziehen der Kabelbinder sollte man darauf achten, dass man das Mainboard nicht beschädigt. Wir fangen mit der Sicherung von unten an. Dafür nehmen wir den Kabelbinder und schieben ihn unter der Grafikkarte hindurch. Hier am Beispiel vom Be Quiet PureBase 500DX. Wir ziehen das jetzt in diesem Fall hier einfach hoch und benutzen eins der Löcher, die eigentlich für das Kabelmanagement vorgesehen sind. Hier oben. So, jetzt sind wir hier vorne und müssen eigentlich nur noch die beiden zusammenbringen. Wie erwähnt, am besten hier hinter der Stromversorgung und in diesem Fall hier hinter dieser Kante, damit wir Halt haben. Bringen das Ganze aber erstmal locker an und kümmern uns um den zweiten. So, dann als nächstes die zweite Sicherung. Hier wieder durch den gleichen Spalt. Und jetzt auf der anderen Seite hier wieder durchziehen. Unter den Kabeln durch. Und einigermaßen festziehen. So, jetzt haben wir die beiden schon nebeneinander. Und dann können wir immer mit dem Blick darauf, dass die Karte relativ gerade ist, muss nicht perfekt sein, aber sie sollte nicht allzu weit nach oben oder nach unten gezogen werden, die Kabelbinder nacheinander festziehen. Jetzt müssen wir nur noch die Enden kappen und die Karte ist sicher. Und jetzt schauen wir uns die Transportsicherung nochmal bei unserem hauseigenen Argo-Gehäuse an. Auch hier gehen wir wieder mit dem Kabelbinder unter der Grafikkarte durch diese Gummiblende durch nach hinten und kommen von oben am besten, wenn es geht, unter den Kabeln durch. Und auch hier wieder leicht anziehen und vor den Stromanschlüssen. Und mit dem zweiten Kabelbinder gehen wir wieder über der Grafikkarte lang. Hinten einmal vorbei. Und hier unten können wir durch dieses Farbenmuster durch. Langsam festziehen. Fest. Beim Blackhawk-Gehäuse gehen wir auch wieder unter der Grafikkarte lang und nicht hier durch das große Loch, sondern durch eins der kleineren. Hier, welches ist egal. Wir brauchen genug Halt für die Grafikkarte nach unten. Ah, jetzt bin ich hier drüber. Und etwas festziehen, aber noch nicht spielen lassen. Und als nächstes wieder von oben. Und hier ist es besonders wichtig wieder, dass wir hinter den Stromkabeln sind, beziehungsweise hinter dieser Kante bei diesem Modell der Grafikkarte, damit wir genug Halt haben. Und fest. Wenn Sie einen PC bei uns erstanden haben und darin eine Transportsicherung verbaut ist, dann finden Sie dazu auch im Karton einen Hinweis. Beim Lösen der Transportsicherung ist eigentlich nur darauf zu achten, dass keine Kabel durchgeschnitten werden. Sei es hier vorne oder hier. Gerade bei dem unteren Kabelbinder kann man nicht so gut sehen, ob vielleicht noch irgendwo Kabel sind. Hier sind auch welche in der Nähe, deswegen gerade nochmal sicher gehen, bevor man schneidet. So, das wäre es erstmal von mir zum Thema Transportsicherung.
Ich hoffe, ich konnte Ihre Fragen beantworten. Wenn Sie sonst noch irgendwelche Fragen haben, irgendwelche Hilfestellungen brauchen, dann wenden Sie sich gerne vertrauensvoll an unseren Support, entweder per Mail oder per Telefon. Das wär's von mir. Vielen Dank und auf Wiedersehen.